Thomas und die zweite Chance, ein Schicksalstag im Krankenhaus. An diesem Morgen war Thomas schon früh wach. Etwas lag in der Luft, eine Mischung aus Vorfreude und Nervosität. Das Krankenhaus hatte gerade ein neues Computersystem eingeführt, und alle waren gespannt, wie es den Arbeitsalltag beeinflussen würde. Als er seine erste Runde durch die Intensivstation machte, bemerkte er, dass die Patienten unruhiger waren als sonst. Er ging von Zimmer zu Zimmer, sprach beruhigende Worte und justierte hier und da die Medikamentendosierung. Thomas war bekannt für seine ruhige und besonnene Art, und die Patienten schätzten das sehr. Gegen Mittag trat er in das Zimmer einer neuen Patientin ein. Frau Meier, eine ältere Dame, schien erschöpft, aber ihr Blick war klar. »Guten Tag, Frau Meier, wie fühlen Sie sich heute?« fragte Thomas. »Ich habe bessere Tage erlebt, junger Mann. Aber ich bin froh, dass ich hier bin. Ich habe das Gefühl, dass dies meine zweite Chance ist.« Diese Worte ließen Thomas nachdenklich zurück. Er hatte schon viele Patienten gesehen, die sich nach einer schweren Krankheit oder einem Unfall verändert hatten, aber bei Frau Meier spürte er, dass es mehr als das war. Es war, als ob sie eine wichtige Lektion gelernt hätte und diese mit anderen teilen wollte. Am Nachmittag wurde das neue Computersystem endlich aktiviert. Trotz einiger Anfangsschwierigkeiten und Verwirrung unter den Mitarbeitern schaffte es Thomas, seine Aufgaben ohne große Zwischenfälle zu erledigen. Und doch, während er die Daten von Frau Meier eingab, passierte es. Das System stürzte ab. Die Station war in Aufruhr. Plötzlich musste alles manuell gemacht werden, was die Arbeit deutlich erschwerte. Thomas dachte an Frau Meier und ihre zweite Chance. In diesem Chaos könnte es leicht passieren, dass Fehler gemacht werden, und das wollte er auf keinen Fall zulassen. Schnell organisierte er ein Treffen mit dem Pflegeteam und dem zuständigen Arzt. Wir müssen jetzt sehr sorgfältig sein. Jeder kleine Fehler könnte schwerwiegende Folgen haben, warnte Thomas. Alle nickten, die Anspannung war greifbar. Und so begann eine intensive Zusammenarbeit, um die Patienten so gut wie möglich zu versorgen, während die IT-Abteilung fieberhaft an einer Lösung arbeitete. Jeder griff dem anderen unter die Arme, jeder war fokussiert und aufmerksam. Als Thomas später am Abend die Station verließ, war er erschöpft, aber zufrieden. Er hatte es geschafft, trotz der widrigen Umstände, das Wohl der Patienten zu sichern. Und irgendwie wusste er, dass auch Frau Meier ihre zweite Chance nutzen würde, genau wie er selbst. Sie würden beide gestärkt aus dieser Erfahrung hervorgehen, und das machte diesen Tag zu etwas ganz Besonderem. Die Nacht brach herein und Thomas fuhr nach Hause. Der Tag war anstrengend gewesen und er sehnte sich nach Ruhe. Doch seine Gedanken kreisten immer noch um Frau Meier und die Ereignisse des Tages. Als er zu Hause ankam, ging er sofort unter die warme Dusche, um den Stress des Tages abzuwaschen. Das warme Wasser half ihm, zu entspannen und sich auf das Positive zu konzentrieren. Schließlich legte er sich ins Bett und starrte auf die Decke. In seinen Gedanken spielte sich der Tag erneut ab. Die Erschöpfung, als das neue Computersystem abstürzte, die hektischen Stunden danach und die Erleichterung, als alles wieder in Ordnung war. Aber vor allem dachte er an Frau Meier und ihre Worte über die zweite Chance. Am nächsten Morgen war Thomas wieder im Krankenhaus. Der Computerprobleme schienen behoben zu sein und die Station lief wieder normal. Als er das Zimmer von Frau Meier betrat, lächelte sie ihn an. »Guten Morgen, Herr Thomas. Ich hoffe, der gestrige Tag war nicht zu stressig für Sie.« Thomas setzte sich neben ihr Bett. »Es war herausfordernd, aber wir haben es geschafft.« »Und Sie hatten recht, Frau Meier. Manchmal braucht man eine zweite Chance, um zu erkennen, was wirklich wichtig ist.« Frau Meier nickte zustimmend. »Das Leben ist kostbar und manchmal braucht es einen kleinen Schubser, um uns daran zu erinnern. Ich hatte meine zweite Chance und ich werde sie nutzen, um meine Familie öfter zu sehen und mehr Zeit für die Dinge zu haben, die mir wirklich am Herzen liegen.« Thomas spürte, wie seine Augen feucht wurden. »Das ist wunderbar, Frau Meier. Sie sind eine Inspiration für uns alle.« In den nächsten Tagen erholte sich Frau Meier rasch und sie wurde schließlich entlassen. Doch ihre Worte und die Ereignisse des Schicksalstags begleiteten Thomas weiterhin. Er begann, sein Leben bewusster zu leben, mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen und sich nicht von Kleinigkeiten stressen zu lassen. Die zweite Chance, die er und Frau Meier erhalten hatten, war wie ein Geschenk des Lebens selbst.
und sie nutzten sie, um ihr Leben in eine positive Richtung zu lenken. Thomas war dankbar für diese Erfahrung und wusste, dass er nie vergessen würde, wie wichtig es war, das Leben in vollen Zügen zu genießen und die wirklich wichtigen Dinge nie aus den Augen zu verlieren.